Hallo und willkommen in diesem Video. Ich zeige dir heute, wie du in gut 3 Minuten einen coolen animierten Video-Hintergrund mit Adobe After Effects erstellen kannst. Zuerst erstelle eine beliebige Komposition. Importiere dann dein Logo oder ähnliches. Passe die Größe und Aussehen beliebig an. Ich nutze eine Maske, die wird mir dann auch später noch helfen. Halte Shift, um wie in diesem Beispiel, einen perfekten Kreis zu bekommen. Nun schon der wichtigste Teil. Suche den Effekt Motion Teil und ziehe ihn auf dein Logo oder Bild. Mit Ausgabebreite und Ausgabehöhe multiplizierst du das Bild beliebig. Mit der Phase steuerst du den Versatz. Klicke in das Kästchen Phase horizontal, um eben horizontal verschieben zu können. Passe das Layout deinen individuellen Wünschen an. Das Animieren kann beginnen. Klicke auf die blaue Uhr beim Mittelpunkt und erstelle einen Keyframe. Achte darauf, dass du am Anfang der Animation bist. Ich empfehle eine Animationslänge von 20 Sekunden, das kannst du in den Kompositionseinstellungen beliebig ändern. Gehe nun zum Ende der Animation. Verschiebe nun das Logo um genau 1 Mal. Achte darauf, dass du wieder die gleiche Position erreichst wie zuvor, um einen tollen Look zu erreichen. Rendere es und überprüfe, ob die Animation schön läuft, und passe es nochmal an, wenn nicht. Nun gehe wieder zum Anfang der Animation und klicke auf die kleine Uhr bei Phase. Gehe wieder zum Ende und verschiebe die Phase beliebig. Schau dir deine Loop immer mal wieder an, um etwaige Fehler gleich zu beheben. Wenn du zufrieden bist, ist der Hauptteil erledigt und deine coole Hintergrundanimation als Loop ist fertig. Herzlichen Glückwunsch! Nun kannst du gern noch ein paar Effekte einbauen. Dafür erstelle ich noch einmal eine Komposition, in die ich die vorherige hineinziehe. Zum Beispiel eine Loop darüber legen. Ich möchte das aber in diesem Fall nicht, sondern suche mir in den Effekten die Kurven. Mit Kurven passe ich mir hier einen gewünschten Look an. Nun noch eine Vignette darüber, die ich mir auch etwas anpasse. Mit dem Leuchteneffekt kannst du zum Beispiel das Farbenspiel dramatischer gestalten. Nun drehe ich mir die Animation in der Logo-Komposition noch ein wenig. Zum Schluss noch den Duotone-Effekt. Hier passe ich mir meine Farben individuell an.
Nachdem ich alles wie gewünscht geändert habe, ist meine persönliche Animation fertig und kann verarbeitet werden. Ich hoffe, dir hat das Video geholfen und du kannst nun deine eigene Hintergrundlook machen. Über ein Abo und ein Like würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.